Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute setze ich endlich meine Radtour fort, die ich letzte Woche leider abbrechen musste, weil mein Bike einen Schaden hatte. Bike ist zum Glück repariert. Ich habe relativ schnell ein Ersatzteil bekommen. Ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich momentan mit der Corona-Krise. Ja, und heute bin ich zurück in Rheinhessen und habe eine große Tour geplant. Ich starte in der Nähe von Worms, fahre dann Richtung Kloppberg, wo ich schon mal war, und dann Richtung Alzey. Da werden auch neue Anlagen gestellt. Also ich habe jetzt echt richtig Bock auf die Tour. Ja, mein Startwindpark ist der Windpark Guntersblum. Hier stehen 5 E101 von 2014. 135 Meter Nabenhöhe. Ja, ist auch zu den Hochzeiten der E101 entstanden, als die E101 super beliebt war und überall gebaut wurde. Besonders hier in der Gegend. Auch wieder mega schönes Wetter heute, noch ein bisschen diesig, geht auch nur ein laues Lüftchen, keine steife Brise, aber wenigstens laufen die Anlagen. Eine Anlage steht, da findet vermutlich eine Wartung statt. Da drüben ist die 5. Ich finde diese Kombi auch immer geil. Windräder und Weinberge finde ich echt super cool. Ja, hier hinten geht es weiter. Das ist ein echtes Enercon-Paradies hier in der Region. Da ist der nächste Windpark. Das ist der Windpark Winternheim. Da stehen auch wieder E101. Eine E92 ist auch dabei. Und hinten dran ist ein richtig großer Windpark. Das ist der Windpark Dorn-Dürkheim, Dittelsheim, Hessloch, Alzheim. Sehr sperriger Name. Da stehen echt viele E82 und Senvion 3.2M 104. Ja, da hinten ist dann irgendwo der Kloppberg. Da hinten ist er, wo die Nordex auf Gittermast stehen. Die laufen sogar. Da werde ich auf jeden Fall auch noch einen Stopp machen. Das wird dann wahrscheinlich meine Mittagspause. Ja, und dort in der Nähe werden auch neue Anlagen gestellt. Da werde ich auf jeden Fall auch vorbeischauen. Da hinten stehen auch noch ein paar ältere Anlagen. Enercon E58. Vier Stück sind es, glaube ich, und eine E66. Also auf jeden Fall, die Region hier ist super spannend und ich freue mich jetzt echt mega auf die Tour. Drückt mir die Daumen, dass mein Bike durchhält. Ja, dann werde ich mal weiterziehen. So, ich stehe jetzt hier bei den Enercon E58, gehören zum Windpark Eimsheim. Insgesamt 4 Stück. Die kleinen Schwestern von der Enercon E66. Ja, und eine Enercon E66 steht hier auch noch. 1870. Läuft jetzt leider nicht. Hätte man den Rotor nämlich ganz gut vergleichen können. Also man sieht schon einen deutlichen Unterschied zwischen dem Rotor von der E58 und der E66. Die E58 haben allerdings nur 1 Megawatt. Die E66 hat ja 1,5 bzw. 1,8. Ja, die sind von 2002. Werden wohl auch zeitnah ersetzt, schätze ich mal. Die sind auch von Energiequelle, kennt man ja vielleicht. Die haben ja den ganzen Windpark Veltheim gebaut in Sachsen-Anhalt. Ja, ich glaube, die haben jetzt 70 Meter Nabenhöhe.
die E66 65 Meter, dass sie alle insgesamt auf 100 Meter Gesamthöhe kommen. Ja, von hier aus hat man auch noch mal eine richtig tolle Sicht in die Ferne. Da hinten stehen auch noch mal jede Menge Windräder. Das ist der Energiepark Wörrstadt. Da stehen E101 und jede Menge E82. Das ist direkt an der Autobahn Richtung Mainz. Das habe ich in meinem letzten Video von der anderen Seite gezeigt. Da stehen noch E92 und kleinere G. Das ist der Windpark Undenheim. Und von hier aus sieht man sogar bis nach Mainz, wo ich in meinem letzten Video war. Wo ist es? Da hinten ist der Windpark Mainz. Da sieht man die große E141. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal weiterziehen und die ganzen Windparks abklappern. Sonst ist es dunkel, bis ich meine Tour beendet habe. So, ich stehe jetzt hier bei einer Enercon E92, der 156. im Windpark Winternheim. Da ist sie, die schöne. 138 Meter Nabenhöhe. Das ist auch echt eine meiner Lieblingsanlagen. Ich glaube, das sage ich bei fast jeder Anlage von Enercon. Ich bin halt einfach Enercon-Fan. Aber vom Rotorblattdesign finde ich die echt cool. Bisschen anders als die E82. Sieht man jetzt leider auch gar nicht so häufig wie die E82 oder die E101. Auf der Gondel steht Aufwind. Scheint der Betreiber zu sein. Ja, die Anlage steht hier im Windpark Winternheim zusammen mit 4 weiteren Enercon E101. Da sind 2 Stück und hier drüben auch nochmal 2 Stück. Und im Hintergrund sieht man nochmal schön den Windpark Guntersblum, wo ich gerade eben war, mit den 5 E101. Ja, und da hinten sind die kleinen E58. Die E66 läuft jetzt auch. Da sieht man noch mal ein bisschen den Größenunterschied vom Rotor. Die E58 ist wesentlich kleiner, erkennt man ganz gut. Ja, und hier hinter mir ist dann der Monster-Windpark Dorn-Dürkheim, Dittelsheim-Hessloch, Alzheim. Echt sperriger Name. Aber es ist halt so ein Gemeinschaftswindpark. Da stehen die ganzen E82. Ja, und da hinten, da will ich hin, da ist der Kloppberg. Mit den Nordex N43 auf Gittermast. Da laufen sogar einige, habe ich gesehen. Da werde ich dann wahrscheinlich meine Mittagspause machen. Ja, Wetter ist geil. Ich werde jetzt auch mal die Drohne auspacken und ja, werde mir das Ganze mal von oben anschauen. Gibt bestimmt auch wieder geile Bilder. Ja, jetzt bin ich hier im Windpark Dorn-Dürkheim, Dittelsheim-Hessloch, Alzheim angekommen. Der riesige Windpark, den ich schon von weitem gesehen habe. Das ist echt geil. Hier schlägt das Windradherz echt höher. Im Schwarzwald freue ich mich über 3, 4 Anlagen schon mega und hier in der Gegend ist halt echt krass. Da ist echt viel Platz und hier gibt es echt richtig große Windparks. Hier stehen insgesamt 17 Anlagen. 14 Stück davon sind Enercon E82 auf 138 Meter Nabenhöhe. 2013/14 erbaut von Arbowind. Die sind ja hier in Rheinhessen viel unterwegs.
Sieht immer ulkig aus. Die E82 auf dem riesigen Turm gibt es bei anderen Herstellern so gar nicht. Ja, und dann 2014/15 kamen nochmal 3 Anlagen dazu. Senvion 3.4M 104. Die stehen jetzt leider alle 3. Aber es ist schon krass, ist einfach mal geil, die Anlagen richtig zu sehen. Im Wald sieht man vor lauter Bäumen die Anlagen gar nicht. Und die Masse an Windrädern hier ist halt schon richtig geil. Und auch ein echtes Enercon-Paradies. So viele Enercon-Anlagen, das ist genau mein Wetter. Da hinten sind die anderen beiden Windparks, von wo ich komme. Richtig cool. Wetter ist auch echt angenehm, also es ist nicht super warm, aber es ist echt angenehm zum Fahrradfahren, dass man sich nicht den Arsch abfriert. Ja, ich werde jetzt mal weiterziehen und fahre mal noch zu den Senvion-Anlagen. So, ich stehe jetzt hier bei den Senvion 3.4M 104. 3 Stück. Die trudeln die ganze Zeit so vor sich hin, aber irgendwie wollen sie nicht so richtig anlaufen. Hat man quasi als Erweiterung des Parks gebaut. 2013/14. 3 Stück. Ich stehe hier unter der 3. Also die Rotorblätter sind so leicht in den Wind gepitcht, wollen aber irgendwie nicht so richtig. Sind auch schon Senvion-Anlagen, also keine Repower mehr. Da sieht man nochmal das Abowind-Logo. Sind schon echt geile Anlagen. Ist echt jammerschade, dass es den Hersteller nicht mehr gibt. Ja, hier in der Region stehen nur 3.4M 104, 3.2M 114, 122er und 3.6, 3.7M 140 gibt es hier gar nicht. Die wurden ja sowieso nicht so oft gebaut. Und von hier aus hat man jetzt echt nochmal einen geilen Blick auf die ganzen Enercon-Anlagen. Das ist schon echt gewaltig. So viele Anlagen auf einem Haufen, das ist schon richtig geil. Sieht man in Baden-Württemberg eigentlich fast so gut wie gar nicht. Gibt ein paar Parks, die glaube ich 18 Anlagen haben, 19 Anlagen, aber nicht in der Masse, wie das hier der Fall ist in Rheinland-Pfalz. Schon echt richtig geil. Also was das angeht, ist Rheinland-Pfalz auf jeden Fall spannender, was Windkraft angeht, als Baden-Württemberg. Deshalb bin ich auch so oft hier unterwegs, weil es hier schon echt geile Parks gibt. Baden-Württemberg gibt es ja leider nicht so viel. Ja, ich werde mich jetzt auf den Weg machen Richtung Kloppberg. Von dort aus hat man nämlich auch nochmal eine richtig tolle Aussicht auf den Park aus der Ferne und will mir natürlich auch nochmal die kleinen Nordex-Anlagen anschauen auf Gittermast, wenn die laufen. So, ich bin jetzt hier auf dem Kloppberg angekommen und von hier aus hat man nochmal einen sehr schönen Blick in die Ebene mit den ganzen Windparks. Da hinten ist jetzt der Windpark Dorn-Dürkheim, Diddelsheim-Hessloch, Alzheim. Dieses Wort, ey, das wird mich heute Nacht verfolgen. So ein Zungenbrecher. Ja, dann etwas weiter westlich der Windpark Winternheim und der Windpark Guntersblum. Und dann noch ein Stück weiter der Windpark Eimsheim mit den E58. Ja, die Region finde ich echt richtig cool. Auch landschaftlich gefällt es mir hier echt gut. Mit den Weinbergen und den Windrädern. Ich finde, das ist einfach echt eine super Kombi. Ja, und ich stehe jetzt hier unterhalb des Kloppbergs, den ich letzten Herbst schon mal besucht habe. Und die kleinen Nordex-Anlagen auf Gittermast, die laufen sogar. Geil! Ich habe mich echt beim letzten Mal gefragt, ob die überhaupt noch in Betrieb sind. Aber die laufen noch. Richtig cool.
Ja, die schaue ich mir jetzt zum Abschluss nochmal aus der Nähe an. So, zum Abschluss zeige ich euch nochmal den Windpark Kloppberg. Ich habe den Windpark letzten Herbst schon mal besucht. Gibt auch ein ausführliches Video auf meinem Kanal. Ja, ein echtes Highlight hier in Rheinhessen. Hier stehen nämlich noch richtig viele alte Anlagen. Das Highlight hier sind Nordex N43 auf Gittermast. Stehen hier noch 7 Stück. Die standen beim letzten Mal leider alle still. Da hatte ich schon die Befürchtung, dass sie dauerhaft außer Betrieb sind, aber sie laufen wieder. Dann war es vielleicht einfach nur zu windstill. Hier hinten die beiden, die Fuhrländer FL 1000 und diese N43 scheinen wohl dauerhaft stillgelegt zu sein. Vielleicht ist da was kaputt und es lohnt sich einfach nicht mehr, Ersatzteile zu besorgen. Ja, insgesamt stehen hier relativ viele kleine Anlagen, also E53, E48, die N43. Ja, weil das relativ nah an der nächsten Wohnbebauung ist. Die Anlagen sind aber noch gar nicht so alt, von 2010, glaube ich. Ja, aber das wird schwierig mit Repowering hier, wenn man sich vorstellt, die kleinen N43 zu ersetzen durch Anlagen der neuesten Generation. Ja, deshalb hat man als neueste Anlagen hier die E82 gebaut und die V117. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber wenn man sich hier G-Cypress vorstellt oder N163, das wird knapp, wenn die nächste Wohnbebauung so nah ist. Ja, da hinten ist der Windpark Framersheim mit den Senvion-Anlagen. Ja, und ich stehe hier jetzt unter einer der kleinen N43 und ich freue mich echt mega, dass die noch läuft. Ich war echt ziemlich traurig, dass die beim letzten Mal standen, aber ich bin jetzt ein paar Mal mit dem Zug hier vorbeigefahren. Da habe ich gesehen, dass sie noch laufen und ich dachte, hier muss ich unbedingt noch mal hin. Ja, die sind auch verhältnismäßig leise. Ich hätte gedacht, dass die lauter sind. Was witzig ist bei dieser Anlage, vorne am Spinner, da fehlt irgendwie so ein Deckel. Scheint wohl abgefallen zu sein beim letzten Sturm. Ja, ich hoffe echt, dass die hier noch ein bisschen stehen bleiben dürfen. Das wäre echt schade, wenn alles so eintönig große Anlagen sind. So ein Mischmasch-Windpark ist eigentlich immer cooler mit unterschiedlichen Generationen. Ja, ich fahre jetzt hier in die andere Richtung. Hier stehen auch noch mal Anlagen. E82. Das da hinten ist der Windpark Dautenheim, Hangen-Weisheim, Eppelsheim. Hier endet alles auf Heim in Rheinhessen. Hier stehen auch noch mal E101, E115, Senvion 3.2M 114, V112. Ja, schon echt Wahnsinn hier in der Region. Ja, mein nächstes Ziel liegt hier hinten. Da sieht man es schon, da steht ein Kran. Da entsteht der neue Windpark Freimersheim-Mauchenheim. Da werden Vestas-Anlagen gebaut. Also, wen es interessiert, gerne beim nächsten Video vorbeischauen. Ja, dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat wie immer gefallen. Im Anschluss gibt es noch ein Drohnenvideo. Viel Spaß damit. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht im Windpark Freimersheim-Mauchenheim.